wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Wir haben es jetzt hier gerade kurz nach 9 in der Früh. Zur Linken, da waren wir schon mal drin. Da ist ein Flakstern und da sind noch Widerlager einer Bogenbinderhalle. Und hier zur Rechten auf dieser Wiese, da waren wir auch schon mal. Da hinten ist noch so ein Häuschen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wir befinden uns also im oder am Nachtflughangar von Rheine Bendlage. Und das Ganze hier filmen wir deshalb, beziehungsweise wir sind nochmal hier, weil wir hier neue Erkenntnisse gewonnen haben. Zum Erkenntnisgewinn haben unter anderem geradeaus stehende Herren beigetragen. Da gehen wir gleich auch noch hin. Wir machen hier also heute noch Bodenuntersuchungen. Wir sind auf dieser Wiese hier. Dazu kann ich gleich sagen, wir haben die offizielle sage ich mal, Erlaubnis hier des Landwirtes und der Boden oder die Wiese, das wurde hier schon mal umgebrochen. Das heißt also, es ist dann auch rein rechtlich okay, dass der Sven hier sondelt. So, ich gehe jetzt noch mal eben kurz mit dem Dexter, dass er sich so ein bisschen hier noch akklimatisieren kann. Heißt er euch dann hier an dieser Stelle auch persönlich vis-à-vis herzlich willkommen zu dem neuen Video. Das wird heute ein ganz spannender Tag werden, denn wir haben hier bereits Sachen aus dem Boden geholt. Das gucken wir uns nachher mal an, da filmen wir einmal drüber her und ich versuche dann das so gut es geht irgendwie zu belegen, was das denn dann auch ist. Es gibt auch Dinge, die können wir nicht zuordnen, was das mal gewesen sein kann. Ich mache da mal so eine kleine Auswahl. Wir haben da jetzt gleich noch ein Projekt auf jeden Fall. Da haben wir noch was gefunden im Boden. Das muss geborgen werden. Deshalb sind alle hier mit Schippe und Spaten. Und wir schauen mal, was sich da gleich noch daraus ergibt. Ebenfalls werden wir im Zuge des Videos da nach oben noch mal verlegen. In den Bereich der Abstellflächen. Da oben passiert nämlich gerade etwas. Und ihr seht das hier, wenn wir hier auf die Straße gucken, schon. Das hier ist alles nagelneu. Das heißt, da oben auch, wo die Abstellflächen sind und wo noch die Betonplatten liegen und wo man die Beschussspuren sieht, das wird alles Anfang des nächsten Jahres nicht mehr so sein, wie es mal war. Das wird also alles weggemacht. Ist ein anderes Thema, besprechen wir dann. Wir verlegen auch noch mal so grob in diese Richtung. Da ist nämlich die ehemalige Holländerkaserne, die hier ja während der Nike-Zeit stationiert waren. Da haben wir auch noch was entdeckt. Und wir gucken mal, ob wir da noch irgendwelche Spuren sehen. Und dort haben wir ebenfalls wahrscheinlich aus Weltkrieg 2 Tagen noch eine Struktur auf dem Geländemodell gefunden. Das wollen wir uns gleich auch noch angucken. Da waren wir noch nicht. Ich habe den Gärtel auch mitgenommen und ich weiß nicht, wie gut das begehbar ist. Aber ja, wir haben ja hier heute Manpower. Dann schauen wir mal, inwiefern wir an diese Struktur rangelangen werden. Das waren jetzt die einleitenden Worte. Und wir verlegen jetzt erstmal wieder zurück zu der Sondelgruppe und wir begleiten das mal so ein bisschen, die Ausgrabungen, was man da alles so sehen kann. Und dann mache ich euch dann auf jeden Fall irgendwie einen schönen Zusammenschnitt. Also dranbleiben, es wird auf jeden Fall spannend. Bis gleich. So. Während hier im Hintergrund Großes zutage befördert wird, scheinbar Großes, leider aber auch Abgesoffenes, begeben wir uns mal eben hier zu Dingen, die wir hier neu gefunden haben. Da muss man sich... Danke! Ja, ich bin gerade noch mal darauf hingewiesen worden, dass hier noch was liegt. Das werden wir uns mal eben zusammen anschauen. Im Zuge unserer Recherchen hier haben wir noch mal geguckt. Wir haben bei Tim Online von genau dieser Stelle haben wir eine Luftaufnahme von 1963. Die blende ich euch natürlich ein. Da war grob in dem Bereich ein Flakstern zu sehen. Der ist komplett beräumt worden. Und dann war eben in diesem Bereich ein Flakstern zu sehen. Und da habe ich gedacht, da musst du jetzt mal eben gucken, ob da vielleicht noch was ist. Und siehe da,
sensationell. Wir haben hier noch Teile eines Flaksterns gefunden. Das heißt, das, was hier mal, ihr könnt das erkennen, was hier mal eben ins Feld, in den Acker hineinlief, das wurde ebenfalls beräumt. Aber hier in dem Wall, da setzt sich diese Struktur fort. Und das schauen wir uns jetzt mal eben so gut es geht an. Wenn ich hier drüber hersteige, haben wir hier schon, ihr seht das, überall Beton. Hier geht eben dieser Arm des Flaksterns weiter. Ja, hier wäre es dann letzten Endes, ne, geht es dann in den Acker rein. Wir haben also hier diese außen liegenden, ja, wie heißt das? Ich sagte jetzt mal Elemente. Also das hier, was hier noch so wegführt, das war dann halt, ne, das kann ich euch vielleicht sogar in der Karte markieren, was das genau war, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das sind also hier die äußeren Teile und der Flakstern selber, der lag dann nun mal eben deutlich mehr hier auf der Wiese. Das kann man aber auch anhand der Bilder erkennen. Ich finde es einfach nur faszinierend, dass man das hier in dem Wall hat so stehen lassen. Und hier haben wir auch noch so einen Ausläufer. Und hier vorne, ach guck mal hier, das ist auch total interessant. Das habe ich auch noch nie gesehen so. Hier haben wir doch tatsächlich auch noch was drauf angebracht. Wir können hier noch, oder hier ist auf jeden Fall in irgendeiner Weise ein Bolzen. Es mag natürlich auch sein, dass den Flakstern später nochmal irgendwer benutzt hat. Ihr seht das, wir haben hier vorne eine jagdliche Einrichtung. Vielleicht hat man auch, ne, den Stern irgendwann mal, ne, so als Fundament für irgendeine jagdliche Einrichtung benutzt. Und daher kommt dieser Bolzen. Mag sein. Ich habe es euch auf jeden Fall gefilmt. So, dann gehen wir hier nochmal eben ein Stückchen weiter, ob man hier irgendwo was sehen kann. Das hatte ich jetzt gerade aber auch akustisch nicht genau verstanden, worauf ich hier noch achten soll. Ich sehe jetzt so erstmal nichts. Ich frage da gleich nochmal nach, aber erstmal erste Entdeckung hier. Wir haben hier noch Teile eines Flaksterns. Finde ich total spannend. Nachtflughangarbereich, reine Bandlage. Ja, so, die Ausgrabungsaktion hier beim Sondeln. Ihr seht, wie groß die Fläche ist und ihr seht auch, wie viel Wasser da drin ist. Da haben wir heute keine Chance. Das machen wir nochmal an einem anderen Tag, wenn hier entsprechend weniger Wasser in der Wiese ist. Deshalb machen wir das wieder zu. Ja, das ist manchmal eben so. Also wir haben jetzt auch, was ist heute, der 21. Dezember. Und die Winter sind ja generell viel wärmer, als es früher waren. Ich habe da noch eine Statistik gehört. In den letzten 10 Jahren gab es durchschnittlich 18 Frosttage weniger im Jahr. 18 Frosttage, das ist eine Menge. Und das heißt, hier im Münsterland eigentlich haben wir gar keine Frosttage mehr hier. Ja, kann man so sagen, ist schon bald so. Ich glaube, letztes Jahr, weiß ich nicht, wie oft hier die Temperatur auf Minus war. 4-5 Mal maximal und dann auch ganz kurz nur und auch nicht viel. Von daher, gut, bei gefrorenem Boden ist das hier vielleicht auch nicht so toll zu graben, aber ich wollte es nur sagen, dass hier steht ja sowieso viel Wasser, historisch bedingt schon allein. Von daher haben wir jetzt leider keine Chance. Wir gehen aber jetzt gleich nochmal nach vorne rüber zur Hütte, denn da wurde noch was freigelegt und das gucken wir uns mal an. So, jetzt nochmal eben ganz kurz hier zu dieser Flakstern-Geschichte. Ich habe da hinten noch was anderes. Ich wurde noch hier auf dieses Fass aufmerksam gemacht. Das hatte ich nämlich vorhin meinem ersten Film nicht gesehen. Und da kann ich auch üblicherweise sagen, ob das irgendwas hier mit dem Flughafen zu tun hatte oder nicht. Ich kann euch das nur mal eben kurz abfilmen, wie das Ganze so beschaffen ist, was man hier für Merkmale dran sieht. Und ja, liegt halt hier. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich wollte es nur auf jeden Fall eben bemerkt haben, ne, falls jemand da irgendeine Idee zu hat. Wir sind hier halt in diesem Bereich, wo auch diese jagdlichen Einrichtungen sind. Sprich, wenn wir hier vorne durchgucken, da seht ihr da auch wieder das Ende von dem Flakstern. Hier haben wir noch so Anfütterstellen und ja, halt hier vorne diesen Hochsitz. So, jetzt gehen wir auch noch mal eben weiter, weil da liegen nämlich auch noch Betonklötze. Passt auf. Hier vorne nämlich, ziemlich genau in dem Bereich, da war ja auch ein Flakstern, der eben beräumt wurde, da ist nichts mehr.
Wir haben aber hier auch noch irgendwie Betonüberreste. Ob die jetzt zu dem Flakstern dazugehören, kann ich euch ebenfalls nicht sagen, aber es ist meines Erachtens zumindest eben kurz einen drüber herfilmen wert. Und hier vorne haben wir auch noch einen ziemlich großes Betonteil. Das lässt sich jetzt aber auch von meiner Seite aus nicht irgendwie definitiv zuordnen. Gut. Ja, und damit sind wir hier in diesem Bereich erstmal auch fertig. Wir verlegen jetzt da vorne rüber zu dieser Hütte. Hatte ich ja gerade schon mal angesprochen. Da schauen wir uns mal eben um. Mal hergehen, das ist ganz toll. Macht ja viel Spaß. So, jetzt hier die Ahnungslosen. Ne? Wir gehen jetzt mitten über die Fläche zu der Hütte. Ich habe sie gewarnt, dass es scheiße ist. Aber wenn ich hören will, ich gehe natürlich außen rum. Ich war ja hier vor ein paar Tagen schon mal. Ja, gut. Die Aktion, wie gesagt, hier mit dem Sondeln, zumindest mit dem Bergen dieses großen Teils, das ist erstmal hier abgebrochen. Die gehen da hinten noch weiter. Das heißt, der Sven sondelt da noch und ich habe mich dann noch mal eben gelöst, damit ich hier in Ruhe an der Hütte filmen kann. Eben schauen, ob wir hier schon einigermaßen durchkommen. Ja, ihr seht auch hier in der Mitte ist auch so ein Drainagegraben angelegt. Ne? Wie gesagt, das steht hier bis oben hin voll mit Wasser hier, die Wiese. Gut. Bis gleich an der Hütte. Wir haben uns hier schon recht nah rangepirscht an das ganze Teil. Also auf die Hütte werde ich jetzt nicht mehr eingehen. Es lohnt sich sowieso, Bendlage Teil 3 zu schauen. Der ist leider sträflich unterbewertet, sage ich mal, in Anführungsstrichen, der Teil. Der hat nicht so viele Aufrufe. Das ist sowieso der erste und der letzte. Haben viele Aufrufe, die dazwischen nicht so viele, obwohl die in keinster Weise irgendwie uninteressanter werden. Also es ist schon manchmal komisch, wieso es zustande kommt. Auf jeden Fall hier Teil 3, Bendlage, eine klare Empfehlung meinerseits, das nochmal anzuschauen. So, jetzt guckt mal hier, das wollte ich euch nämlich zeigen. Wir haben hier freigelegt dieses Stahlseil und das ist ziemlich lang. Das zieht sich, ihr seht das vielleicht, bis da hinten hin. Ne, macht hier so einen Knick, geht dann nach vorne noch weiter. Hier standen ja diese Bogenbinderhallen und wenn ich mir das so angucke, wie das hier aussieht, so von den Korrosionsspuren her, ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier noch ein Stahlseil aus der Zeit eben haben, das hier in irgendeiner Weise mit dieser Bogenbinderhalle oder mit den Bogenbinderhallen zu tun hatte. Ob das allgemein der Statik diente, dass man diese Bogenbinderhallen, das war ja eigentlich ein Holzkonstrukt mit eben Betonwiderlagern. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo auch eben mit Metall gearbeitet wurde. Dann haben wir hier noch was. Guckt euch das an. Irgendwelche Stäbe, scheinbar hier oben, mit so einem Haken, sage ich jetzt mal. Ne? Das wird also hier mal so herumgegangen sein. Das wird wahrscheinlich, wenn man dran rumklopft, wird man es wahrscheinlich öffnen können. Wird man diesen Haken da sehen können. Hier liegt auch noch so ein Teil. Also für mein Empfinden würde ich dieses Stahlseil auf jeden Fall irgendwie hier auch dieser Konstruktion der Bogenbinderhalle zuordnen. Wenn ihr da irgendwie was weißt, wenn ihr was wisst, schreibt es dann in die Kommentare rein. Und jetzt haben wir da vorne auf diesen Sockeln auch noch was. Das filme ich auch noch mal eben. Ja, was wir auf diesem Widerlager, was wir da noch zu sehen bekommen, das kann ich natürlich auch alles nicht genau definieren. Also das scheint irgendwie auch wahrscheinlich jüngeren Datums zu sein. Liegt hier halt. Hier haben wir noch in irgendeine Tube. Könnte man jetzt natürlich auch noch mal richtig sauber machen. Ich weiß nicht, ob da noch einer von den Jungs irgendwie die Motivation hat, sich darum zu kümmern. Was hier aber zu erkennen ist, das hier ist für mich auch nicht zu erkennen. Was hier aber auch noch liegt, ist eben dieses hier. Und so wie ich das gehört habe, hatte der Landwirt, dem das hier gehört, hatte auch gesagt, dass diese Teile hier mit der Bogenbinderhalle zu tun haben. Da haben die nämlich schon etliche von aus dem Acker geholt. Und hier haben wir das gleiche auch nochmal. Ihr seht hier halt auch wieder diesen Haken, ne? Genauso wie da. Und das ist letztlich auch dasselbe, was wir da hinten
gesehen haben. So, das hier ja, mögen auch Bombensplitter sein. Auf jeden Fall ziemlich große Metallteile. Und hier ist noch irgendwie so was anderes Gebogenes. Ja, viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Aber das sind jetzt aktuell schon mal wieder so ein paar Funde, die eben hier sind. Ich sehe da hinten eifrige Grabungsaktivitäten. Also man ist motiviert. Und das wird hier, ich sag schon, bestimmt noch ein spannender Tag. Auch wenn jetzt das Teil, was wir eigentlich bergen wollten, wenn das jetzt erstmal nicht möglich ist. Ich glaube, da hinten wird sich gleich noch was ergeben. Da schauen wir mal. So, wir gehen jetzt mal eben da hinten rüber zu den Sondeln, zu den Sondeljungs. Eben gucken. Und haben wir noch was? Dennis, Linus. Guten Tag. Hier liegt überall Moin. Alles Mögliche liegt hier Was haben wir denn gefunden? Phosphorgranaten oder irgendwas, was wir nicht melden müssen? Die ganz dicken Bombensplitter. Ja. Und das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Irgendwie eine Verschraubung oder was? Oh ja, sieht aus wie so eine Turbine schon bald. Sowas kenne ich wohl. Das ist wie so ein Turbinenrad, oder? Ja, das kenne ich. Es könnte ein Hinterteil von der Bombe sein. Also das von müssen wir Zeit, nicht. es kann Zeitzünder sein. Das müssen wir aber nicht melden, den Zeitzünder, oder? Nein. Das ist doch nur noch Fragment. Aber sowas ist das, glaube ich. Ja, es ist ein Zeitzünder. Also was das, ja. Das Der Rest davon, der ne? fällt halt, der fällt halt runter und dreht sich dann immer weiter und wenn es dann fertig gedreht, explodiert die Bombe. Okay? Ja, Krass. der ist ein Zeitzünder. Okay. Ja, nehmen wir mit, machen wir mal sauber. Und dann können wir das vielleicht auch noch mal irgendwie einblenden, nachdem es recherchiert wurde. Hier, ne? Ja, ist mit Sicherheit. Ja. Ja, so. Christoph, habt ihr schon mal ein bisschen was gesehen, was da war? Ja. Wir gehen jetzt hier nochmal, wir gehen auch noch mal in einen neuen Bereich, da hinten rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch noch was finden. Schön mal so ein bisschen drauf. Wenn ihr gleich rummacht, dann wissen wenigstens alle, was passiert ist. Die Kamera wird überleben. Denkst du? Hey, ne? Hier noch mal. Vielleicht die SD-Karte Hast du oder was? die Kamera? Nur irgendein riesen Metallteil, oder? Ja, wir machen das mal sauber. Ja, ich habe mich jetzt mal eben abgesetzt von den anderen, weil ich hier zwischendurch noch was machen wollte, wo ich jetzt auch nicht so viele Leute gebrauchen kann, beziehungsweise
die das jetzt auch nicht in dem Sinne interessiert. Ihr habt gesehen, ich bin hier diese Straße abgefahren. Und zwar habe ich das auch in einem meiner Videos, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Teil 3 war oder ob es in Teil 4 schon drin war. Hier sind die ehemaligen Flugzeugabstellflächen und hier ist eben diese Straße, die dann ja, da hinten zum Flugplatz führte, hier am Flugplatz vorbeiführte. Also quasi einfach ein Verbindungsweg eben aus diesen Betonplatten gelegt. Jetzt gab es Bestrebungen der Stadt Rheine, dass man gesagt hat, wir müssen das hier sanieren. Das muss hier ja, letzten Endes, ich glaube, man hatte geplant, dass das hier wegkommt. Ob das immer noch so ist, das weiß ich nicht. Ich habe allerdings hier etwas gesehen und das hat mich eigentlich recht positiv gestimmt, dass ich nehme an, dass man es doch jetzt so lässt, wie es ist. Denn man hat da vorne ganz am Anfang niegelnagelneue Schilder aufgestellt, dass wir hier entsprechende Huppelfläche haben und dass hier 10 km/h ist. Und die Schilder sind nagelneu. Die haben also auch Geld gekostet. Solche Schilder sind nicht günstig. Und ich glaube nicht, dass man diese Schilder hier aufstellt für eine Übergangszeit von, ich sag mal, 2-3 Monaten, bis man dann hier anfängt, diese Straße zu sanieren. Also das wäre schon rein finanziell ein bisschen verrückt. Und da hat man bestimmt auch andere Möglichkeiten, das abzusichern und darauf hinzuweisen. Da muss man so ein neues Schild da nicht aufbauen. Deswegen bin ich eigentlich recht guter Dinge, dass das Thema hier vom Tisch ist. Dass das hier so bleibt, dieser historische Belag so bleibt, wie er eben ist. Denn hier gibt es auch noch verschiedene Spuren, die man auf dem Betonbelag erkennen kann. Die hatte ich, oder beziehungsweise ich hatte euch davon auch schon mal was gezeigt. Wie gesagt, in dem 3. oder 4. Video von Rheine Bentlage. Da gehen wir jetzt aber auch noch mal ganz kurz drauf ein, denn im Zuge dieser Maßnahme, die man hier ergriffen hat, also sprich das Aufstellen des Schildes, hat man hier auch diesen Bereich wohl einmal abgefegt, einmal gereinigt. Und da ist uns da ganz hinten, und da gehen wir gleich hin, noch was aufgefallen, was wir von dem Rheine Bentlage Platz grob gesehen aus dieser Richtung nämlich bereits kennen. Das war vorher nie zu sehen, weil da nämlich Dreck drüber lag. Das schauen wir uns jetzt mal eben an. Ihr dürft gespannt sein. So, jetzt exemplarisch mal eben auf dieses ein, was wir da sehen. Da hat sich der Linus auch noch mal reingehängt. Und der hat gesagt, das sind Beschussspuren durch Fliegerraketen. Das heißt also, die Flieger, die Alliierten, die hatten damals auch schon diese kleinen Raketen. Ich gucke mal, ob ich da jetzt technisch eine Bezeichnung für finde. Ihr wisst, dass ich nicht so der Technik-Nerd bin, dass mich solche Sachen nicht primär interessieren. Aber er sagte, das sind eben Beschussspuren durch diese Fliegerraketen. Das finde ich total interessant. Und da war ich auch so ein bisschen in den Beine, als ich nämlich hörte, dass das hier alles weggemacht und saniert werden soll. Hier haben wir das Gleiche. Ihr seht hier diese ganzen Ausplatzer. Das kommt eben von diesen Fliegerraketen. Und auch sonst sind hier ohne Ende kleine Löcher in den Platten zu sehen. Das sind alles Beschussspuren aus der Zeit. Und ja, das habe ich halt gedacht, das kann man nicht wegmachen, oder man muss es zumindest in irgendeiner Weise konservieren, ja, dass man das, keine Ahnung, ein Stück Bereich aus dem Beton raus trennt und da irgendwie so eine Stele aufstellt und dann wenigstens darauf hinweisen kann, was hier mal los war, dass man das einfach mal auch sieht. Das ist, für mich sind das eindringliche Geschichtszeugnisse, die man einfach ja, nicht mal eben wegmachen kann, ja, oder darf, sagen wir es mal so. Gut, ich bin ja jetzt guter Dinge, dass das hier vielleicht alles so erhalten bleibt. Das macht zumindest erstmal den Eindruck. Das war jetzt aber nicht primär, was ich euch zeigen wollte. Das, was ich euch zeigen wollte, das befindet sich da hinten und dann schalte ich euch wieder dazu. Das sind jetzt hier mal so die ersten Eindrücke. Und zwar haben wir hier, wie ihr jetzt wahrscheinlich noch schwer erkennen könnt, diesen Drainagekanal neben der Betonpiste. Da gibt es gleich noch mal ein bisschen bessere Bilder von. Der ist mir hier noch nie aufgefallen. Ich wusste nicht, dass wir den hier oben in dem Bereich auch haben. Und ihr seht hier ganz klar diese Backsteine, die da immer zwischengesetzt sind. Und ja, hier war letzten Endes eben ein Entwässerungskanal drin. Den haben wir da hinten. Da können wir den auf, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Meter können wir den komplett verfolgen, wie der aussieht. Hier oben habe ich den, wie gesagt, noch nie gesehen. Finde ich total interessant, dass der hier auch noch in Teilen erhalten ist. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter, zeige ich euch noch ein paar bessere Bilder. So, hier haben wir da noch mal ein bisschen bessere Eindrücke. Ist einfach noch ein bisschen freier gelegt.
Es kann natürlich sein, dass ich den im letzten Jahr hätte schon eigentlich sehen müssen. Habe ich aber nicht. Entweder habe ich das übersehen oder man hat hier entsprechend halt einfach gereinigt und dadurch ist dann diese Struktur wieder zum Vorschein gekommen. Ich finde es total interessant und spannend und ihr seht auch hier vorne den Verlauf, den kann man auch genau nachvollziehen. Ich denke aber, dass das hinten am Wald dann auch aufhört. Das hierzu. So, das heißt, wir haben jetzt schon in dem Bereich hier des Nachtflughangars, als auch hier oben der Abstellflächen, neue Dinge gefunden, die wir eben zu Zeiten, als wir die Videos gedreht haben, noch nicht gesehen haben. Das war es jetzt aus diesem Bereich. Ich verlege jetzt noch mal wieder rüber zu den Sondeljungs und schauen wir das mal an, ob wir da noch irgendwas zutage befördert haben. Und dann geht es im Anschluss ja noch mal zu einer ganz anderen Struktur. Also bleibt dran, ist mit Sicherheit noch spannend. Bis gleich. So, wir sind jetzt, wir haben uns verlegt zu der Niederländerkaserne und ich habe euch hier mal so eine kleine Auswahl an Bodenfunden hingelegt, die wir da eben gemacht haben. Da gehen wir jetzt mal so ein bisschen drauf ein. Ich selber habe da auch nicht so die mega Ahnung von. Ich sage, wir fangen jetzt mal da oben in dem Bereich an. Und zwar haben wir hier diese Geschosshülsen. So, und der Linus hat da ein bisschen mehr Plan auch von. Kannst du mal eben so drauf zeigen und grob sagen, was das ist? Das hierbei sind 50er Kaliber, die kommen von einer Spitfire. Ja. Das hier ist eine englische 20 mm Hispano. Das ist von der Mosquito, von einem Tiefflieger. Okay. Und das hier ist von einer deutschen 2 cm Flak, das Geschoss. Ah, okay. Beziehungsweise die Hülse. Ja, schöne Sache. Dann haben wir hier noch was, da kann ich jetzt eben selber drauf eingehen. Wir haben dieses Revonar-Schlafmittel hier gefunden von der Firma Merck. Wir können das nicht genau datieren, ob das jetzt aus der Zeit ist oder später ist. Die Firma Merck selber hat sich auf Nachfragen dort nicht gemeldet. Das ist sehr schade, aber es ist eben nicht zu ändern. Wer da noch irgendwie eine Ahnung von hat, darf sich da auch gerne zu melden. Und dann haben wir hier noch so ein Teil gefunden. Linus, sag du noch mal was dazu? Das ist also hier steht eine ja, Kappe von einer das Bombe. ist die Deckungskappe von einem Zünder. Die hat man vor dem Beladen des Flugzeugs hat man die abgemacht. Ja. Und das Ganze stammt von einer SC-250 Bombe, also eine 250 Kilo Bombe der Deutschen. Ja. Die hat man damals unter Sturzkampfbomber oder auch Jagdflugzeuge geklemmt. Ja. Und das ist halt wie gesagt die Abdeckungskappe davon von einem Zünder. Okay, super. Finde ich einen sehr interessanten Fund, den wir da gemacht haben. Und dann haben wir hier, kommen wir nämlich da gleich, wo wir über Bombe geredet haben, haben wir hier noch ein Teil, das eben auch einer Bombe zuzuordnen ist. Und ihr seht hier so eine Art Schneckengehäuse, wie so eine Turbine sieht das fast aus. Das war ja auch von einer Bombe und das ist für die Annäherung irgendwie Flügelrad. das Flügelrad, was da wohl... Okay, also da weiß wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch, der das hier sieht, der da Ahnung von hat, weiß da wahrscheinlich einfach mehr. Aber das Teil haben wir halt heute auch noch zutage befördert. Ganz interessant. Dann haben wir hier hinten noch Teile, die wir Jagdflugzeugen zuordnen können. Beziehungsweise das hier ist das Heck, oder wie war das? Ja, das ist das Bf 109. Einer Messerschmitt Bf 109. Von der Messerschmitt Bf 109 haben wir hier dieses Heckteil. Und hier haben wir ebenfalls noch Flugzeugteile. Ihr seht hier auch entsprechende Vernietungen an den ganzen Geschichten dran. So, dann haben wir hier noch ein Ding, das konnte bisher noch keiner zuordnen. Kommt aus dem Motorraum. Kommt aus dem Motorraum höchstwahrscheinlich. Ja, ich habe euch das nur mal eben ganz kurz grob abgefilmt. Und was ein ganz interessanter Fund, den ich noch nicht besprochen habe, das ist dieses Ding hier. Und Linus, sag doch mal, wie heißt das genau? Das ist der Richtantrieb von einer Flak. Also damit hat der Schütze die Flak bewegt. Damit konnte das Rohr heben und senken. Davon gab es 2 an der Flak, eine fürs Drehen und eine fürs Heben und Senken. Okay. Geschützt. Ja, super. Super interessant. Wir versuchen euch da auch noch ein Bild einzublenden, wo das an der Flak genau war, dass wir es eben markieren können. Ja, das zu diesen Bodenfunden hier finde ich eine spannende Sache. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal oben an der ehemaligen Niederländerkaserne um. Das hatte ich ja auch schon in dem Nike-Video von Reine Bendlage besprochen, das Ganze. Und uns sind hier gerade noch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Und eine davon zeige ich euch jetzt mal eben, bevor wir dann gleich mal eben auf ein historisches Luftbild schauen, welches wir auch noch aufgetan haben. Da ist nämlich etwas zu erkennen, was es heute nicht mehr gibt, aber was es eben damals gab und das eben zu Zeiten der Holländer da war. Wir sind ja hier an dem Heizkraftwerk, an dem Trafohäuschen
Und das ist total klasse. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Hier haben wir nämlich noch ein Schild dran angebracht, wo auch die Nike-Stellung eben benannt ist. Total interessant, finde ich. Sagen wir es so. Wir verlegen jetzt da hinten in den Wald rein, weil da ist nämlich eben noch was, beziehungsweise da ist nichts mehr. Da können wir ganz gespannt sein, was uns da erwarten wird. Bis gleich. Bevor wir uns das jetzt gleich im Außenstudio anschauen, mache ich noch mal eben kurz eine kleine Einleitung aus dem Off, weil die Filmaufnahmen gleich sind etwas unkoordiniert, weil wir da wirklich zum ersten Mal auf das Gelände gehen und keiner weiß so richtig, wo ist hier vorne und wo ist hinten. Mittlerweile steht nämlich in dem Bereich, den wir euch dann markiert haben, oder in dem Fall, den euch der Dennis markiert hat, komplett alles voll mit Wald. Wir haben hier zunächst einmal das Wachgebäude, was ich euch gerade gefilmt habe, an dem wir gleich rechts vorbeigehen werden. Und dann seht ihr in diesem Rechteck, da seht ihr noch ein weiteres Gebäude. Dazu blende ich euch gleich auch noch Fotos ein, wie das da mal aussah. Wir haben dort aber eine Offiziersmesse. Und dieses Gebäude gibt es eben nicht mehr. Das wurde halt im Zuge des Ausbaus der Kaserne mal angelegt. Das wurde aber komplett beseitigt. Das ist sehr schade, weil das ganz interessant aussieht. Und ihr seht auch, zu diesem Gebäude führt ein entsprechender Weg hin. Und da gab es auch mal eine Treppe. Blende ich euch gleich in anderen Fotos ein. Und wir haben halt geguckt, ob wir da vor Ort noch in irgendeiner Weise Relikte finden. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie das aussah. Tada! Da haben wir das Bild, da haben wir das Gebäude. Dieses Teil stand dort einst. Ja, wie gesagt, steht jetzt leider nicht mehr da. Ihr seht hier auch diesen Weg, den man da angelegt hat. Und man sieht auch hier an dem Weg selber, da sind so kleine Bäume gepflanzt. Also so eine Allee sollte da mal entstehen. Hatte man sich gedacht, ist leider dann alles nichts geworden. Ich weiß nicht, wie lange dieses Gebäude dort Bestand hatte. Ja, könnte ich jetzt noch mal gucken bei Tim Online. Mache ich nicht. Ich sag mal so grob, vielleicht stand das da so 20 Jahre und dann war das Thema aber auch erledigt. Ihr seht hier auch einen ganz interessanten Baustil. Also das sieht man eigentlich sofort, das ist nicht Bundeswehr. Ne, da haben dann schon die Holländer ihr Ding so auch aus Holland dann mit hier rübergebracht. Ich kann euch leider zu dem Gebäude nichts weiter sagen. Wir wechseln jetzt mal die Perspektive und ich zeige euch ein Bild, was von dem Gebäude aus in Richtung der Wache aufgenommen wurde. Perspektivwechsel vom Gebäude Richtung Wache. Ihr seht im Hintergrund den großen Schornstein des Heizkraftwerkes. Ihr seht rechts das Wachgebäude. Das steht halt alles frei. Es mutet auch irgendwie ganz anders an als das, was man da heute sieht. Es ist aber das gleiche Gebäude. Ihr seht da vorne, ich markiere euch das auch mit Pfeilen, letzten Endes diesen Pfosten, den es auch heute noch gibt, und da, wo dann die eigentliche Wache war. Ihr seht links neben der Wache ein kleines Gebäude. Das wird auch in irgendeiner Weise für Technik gewesen sein. Das gibt es leider nicht mehr. Und links des Gebäudes, links davon, da seht ihr eine Treppe, die dann letzten Endes eben herunterführte auf das Gelände. Und ihr seht da halt auch diesen Weg und eben auch diese kleinen Bäume, wo dann eben diese Allee entstehen sollte. Das sind so die Eindrücke, die wir davon eben noch gewinnen konnten. Und wir wollten dann eben schauen, sieht man da noch irgendwas von? Und ja, das gucken wir uns dann jetzt an. So, auf dem Foto, da könnt ihr den Bereich sehen, wo der mal war oder nicht war. Und da gehen wir jetzt mal eben gucken und schauen wir mal, ob wir dann irgendwas zutage befördern. So, pass auf, wir blenden euch das Bild ein. Ihr seht, da hinten in der Richtung ist die Wache. Und das zeige ich natürlich auf dem Bild auch, wie das aussieht. Und hier war eben ein Gebäude noch der niederländischen Armee in diesem Bereich, das es eben nicht mehr gibt. Und das fand ich jetzt spannend zu gucken, ob man da noch was findet. Und man findet hier auf jeden Fall noch was im Boden. Hier ist in irgendeiner Weise Eisenarmierung. Und das ist hier scheinbar eine Bodenplatte. Und hier unten drunter müsste dann wahrscheinlich ein Keller gewesen sein. Ich nehme mal eben kurz die Taschenlampe zur Hand. Ach so, ja. So sieht das aus. Und hier seht ihr diese Platte. Wir filmen da jetzt einmal rein, mal gucken, ob man da überhaupt irgendwas erkennen kann. Ach Gott, oh Gott. So,
So sieht das hier drin aus. Oh, ich bin gespannt, was da kommt. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Ich sehe aber gemauertes da unten auch auf jeden Fall. Gut. So, das war jetzt erstmal alles. Das sind also noch Übrigbleibsel meines Erachtens aus dieser Holländerzeit. So, und jetzt habt ihr hier hinten noch was gefunden, oder wie war das noch gleich? Kanaldeckel ist da noch. Ach, ein Kanaldeckel. Ja, okay. Ja, dann filmen wir noch mal eben. Guck hier. Ja, da sieht man auch, dass das hier alles mal anders erschlossen war auch. Hier ist also noch ein Kanaldeckel. Und liegt auch noch irgendeine Glühlampe rum. Gut. Ebenfalls erkennt man auf dem Foto hier vorne noch ein kleines Gebäude. Das ist halt auch nicht mehr da. Aber wie gesagt, ich finde es spannend genug, hier mal einmal nachzuschauen, was man noch sehen kann. Wir verlegen jetzt da hinten weiter in den Bereich, denn da gibt es auf jeden Fall noch was zu sehen. So, noch mal ein bisschen weiter in den Wald rein. So eine Gehwegsplatte haben wir hier auf jeden Fall noch. Das kann natürlich sein, dass es von der Terrasse der Niederländer stammt. Aber sonst glaube ich... Ach doch, guck mal hier vorne. Da haben wir auch noch mal eine Ansammlung von Platten. Eventuell sind die daher, eventuell aber auch nicht. Aber man muss ja diesen Dingen mal nachgehen, um die zu zeigen zu können. Dann haben wir hier noch... Ja, der Leuk hatte da eigentlich was, jetzt hat er das nicht mehr. Hier haben wir noch irgendein Schild und da steht ein S drauf. Ja. Zur Kenntnis genommen, befindet sich eben auch hier. Wie es hier hingelangt ist, ist natürlich auch so eine Frage. Kann auch jemand hier hingeschmissen haben. Wir sind hier relativ nah an der Zufahrtsstraße zur Theodor-Blank-Kaserne. So, jetzt gehen wir aber mal da hinten in den Wald, weil da haben wir noch eine ganz andere Struktur. Die habe ich auf Luftaufnahmen aus Zweiten Weltkriegszeiten bereits sehen können, dass da was ist. Und das zeichnet sich im Geländemodell immer noch ab. Nur ist die Frage, was könnte es sein? So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, das, was ich euch da auf dem Geländemodell eingeblendet habe, hatte ich noch gar nicht eingeblendet, hole ich an dieser Stelle mal eben flott nach. Ihr seht wieder den rechteckig markierten Bereich. Da stand diese holländische Offiziersmesse. Das Einzige, was man da noch irgendwie sieht, ist eine Art Graben, der dahinter verläuft. Was ihr auch sehen könnt, ist da, wo scheinbar mal die Treppe angelegt war. Da geht es so ein bisschen runter. Da sieht man aber auch so im Gelände einfach nichts mehr. Markiere ich euch. Was wir hier auch noch sehen, das ist eben genau dieser Punkt, auf den ich da jetzt die Markierung gesetzt habe. Und der hat mich dann eben auch getriggert und gesagt habe, komm, da müssen wir auf jeden Fall mal eben nachschauen, was wir da sehen. Ja, und das Ganze zeige ich euch jetzt. Das stellt sich hier ganz nüchtern dar. Wir haben hier also irgendeine ausgehobene Fläche. Und wir haben innerhalb dieser Fläche nochmal wieder was ausgehoben. Wofür das mal da war, das kann jetzt hier erstmal überhaupt keiner sagen. Hier liegt noch so ein bisschen was rum. Hier liegt auch mal ein Ziegelstein rum. Aber sonst gibt es keine Rückschlüsse darauf, was hier mal gestanden haben könnte. Wie gesagt, auf historischen Luftbildern erkennt man hier ebenfalls, dass hier irgendetwas Rundes ist. Ja, die ganze Geschichte werden wir jetzt an dieser Stelle dann auch beenden, denn weitere interessante Dinge hier in diesem Bereich habe ich auf dem Geländemodell nicht ausmachen können. Und ja, damit beende ich dann dieses Weihnachtsspezialvideo. Hätte natürlich jetzt hier auch noch ein interessanter Fund werden können. War jetzt so semi-interessant, aber na gut, ihr seht, was das Geländemodell immer wieder kann, was es dann hervorbringt. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen, die Eindrücke, die neuen Eindrücke vor allen Dingen, die wir von Reine Bendlage zutage befördert haben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch an alle bedanken, die mich in diesem Jahr hier unterstützt haben. Und ja, wir sehen uns wieder in einem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis die Tage. Ciao, Kakao. So, damit wir auch einen gebührenden Jahresabschluss haben. Zum Wohl. Prost auf euch.